Hallo alle miteinander. Heute haben wir ein großes, ein wichtiges Thema, ja, das eigentlich zum Grundwissen eines jeden Christen gehören sollte. Ja, das ist aber auch gleichzeitig ein schwieriges Thema, ein kontroverses Thema, das nicht einfach sein wird. Aber ich muss dieses Thema in Angriff nehmen, weil es halt zum Basiswissen eines Christen gehören sollte. Ja, was man in solchen Fällen tun darf und was nicht. Ja, es ist wichtig zu wissen, was wir zu tun haben. Und daher möchte ich dieses Thema jetzt hier mit euch verarbeiten. So, unseren Text finden wir in Lukas Evangelium 6, 27 bis 31. Aber euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass auch euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Dem dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere da. Gib jedem, der dich bittet, und fordere das Deine nicht zurück. Das ist schon schwierige Aufgabe, was Jesus hier von uns verlangt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für die Juden diese Rede sich wie eine Provokation anhören musste. Sie kannten doch das Recht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Sie wussten, dass der Verbrecher unbedingt bestraft werden musste. Und zwar so, dass sein Verbrechen mit der Bestrafung in Waage bleiben musste. Er sollte genau dasselbe erleiden, was er seinem Nächsten angetan hat. Damit der Verbrecher an eigener Erfahrung merkt, was er da dem anderen angetan hat. Und damit die Gerechtigkeit triumphiert. Aber Jesus scheint hier die totale Wehrlosigkeit zu predigen. Man solle die Feinde lieben, segnen, die einen fluchen, beten für die Beleidiger, dem dich schlägt, die andere Backe hinhalten. Nicht verweigern, wenn jemand dir etwas wegnehmen will. Jedem geben, der dich bittet, und das auch nicht zurückfordern. Was soll das eigentlich alles? Will Jesus uns hier alle unsere Rechte absprechen? Sollen die Christen diejenigen sein, die jeder beleidigen, misshandeln und berauben darf? Warum eigentlich? Warum müssen gerade die Christen sich das alles gefallen lassen? Gute Frage.
Und die entsteht meistens nur bei denen, die tatsächlich nach dem Wort Gottes handeln wollen. Und daher merken, wie unrealistisch das ist, was Jesus da von uns verlangt. Wir sollen die Feinde lieben und die andere Backe hinhalten. Aber wie weit soll das eigentlich gehen? Ist das als ein Prinzip gemeint oder ist es situationabhängig? Gilt das auch, wenn einer zum Beispiel mich mit dem Messer in die Niere sticht? Soll ich mich dann so hinwenden, dass er mir auch in die andere stechen kann? Oder zum Beispiel, wenn einer die Tochter vergewaltigt, soll man dann mit die andere auch noch dazugehen? Wie weit darf der Feind überhaupt gehen? Und wie lange sollen wir ihn lieben? Und was bedeutet das, dass wir unseren Eigentum nicht den anderen verweigern dürfen und es nicht zurückverlangen dürfen? Was soll das denn bedeuten? Soll das heißen, dass wenn jemand kommt und nach meinem Auto fragt, dann soll ich es ihm geben und darf es nicht zurückverlangen? Und wie soll ich dann zur Arbeit fahren? Und meine Familie ernähren? Vielleicht will er gleich auch noch mein Haus haben und alle meine Ersparnisse dazu. Wo sind also die Grenzen? Und was will Jesus uns damit eigentlich wirklich sagen? So, gut, dann fangen wir nochmal mit den Versen 27 und 28 an. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Was also genau bedeutet die Feindesliebe? Wie sieht sie aus? Und wo hört sie auf? Und bedeutet die Feindesliebe auch, dass wir uns grundsätzlich nicht verteidigen dürfen? Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass das, was Jesus sagt, er nicht einfach ausgedacht hat, sondern dass er es aus dem Alten Testament abgeleitet hat. Also schauen wir uns diese Stellen im Alten Testament an, die von der Feindesliebe sprechen. 2. Mose 23, 4 bis 5. 2. Mose 23, 4 bis 5. Wenn du das Rind deines Feindes oder sein Esel umherirrend antriffst, sollst du sie ihm auf jeden Fall zurückbringen. Also wenn meinem Feind eine Kuh weggelaufen ist oder sein Esel und ich es finde, soll ich es ihm unbedingt zurückbringen. Okay? Wenn du den Esel deines Hassers
unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand. Du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten. Okay, also mein Hasser, der mich hasst, der hat ein Problem. Sein Esel ist unter der Last zusammengebrochen. Ja, der liegt da. Und sein ganzes Holz oder was er drauf hatte, ja, liegt da verstreut. Und ich soll hingehen und ihm helfen, sein Esel wieder aufzurichten, wieder drauf zu packen. Obwohl das mein Hasser ist, derjenige, der mich hasst, mein Feind. Also bedeutet das, dass wenn dein Feind irgendwelche Probleme hat, dann sollst du an seine Feindschaft dir gegenüber nicht gedenken und ihm helfen. Das ist die Feindesliebe. Wenn er einen Unfall hat und da eingeklemmt ist, du sollst nicht einfach vorbeifahren, weil das dein Feind ist, sondern du sollst ihm unbedingt helfen. Das ist die Feindesliebe. Damit zeigst du ihm, dass du deinerseits nicht sein Feind bist. Du bist nicht sein Feind, das zeigst du ihm damit. Und dass seine Feindschaft dir gegenüber keine Grundlage hat und einfach unsinnig ist. Mit so einer guten Tat kann man in dem Feind ein schlechtes Gewissen wecken, sodass er seine Feindschaft dir gegenüber nochmal überdenken muss. Also du tust deinem Feind etwas Gutes, du hilfst ihm. Und dadurch muss er seine Feindschaft dir gegenüber überdenken. Er sieht, dass du nicht sein Feind bist. Hier ist aber nicht die Rede davon, dass du dich nicht verteidigen darfst, falls der Feind dich umbringen will. Ja, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Er hat nämlich dabei alle Grenzen überschritten und praktisch einen Krieg gegen dich begonnen, wenn er dich umbringen will, zum Beispiel. Er übt eine kriegerische Handlung dir gegenüber aus. In diesem Fall greift dein Verteidigungsrecht und nicht mehr die Feindesliebe. Ja, es gibt bestimmte Grenzen für alles, ja. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann müssen andere Rechte in Anspruch genommen werden. Also, und wenn der dich umbringen will, dann greift dein Verteidigungsrecht. Da kannst du nicht mehr nett und freundlich sein, da musst du dich verteidigen, sonst bist du tot. Ganz einfach. Und er hat kein Recht darauf, dich umzubringen. Das bedeutet, dass auch für die Feindesliebe bestimmte Grenzen gibt, die die Feinde nicht einfach überschreiten dürfen. Davon, dass es bei den Sünden bestimmte Grenzen gibt, redet auch Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, 16. So, das zu finden, das ist einfach. Okay. 1. Brief 5,16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen.
Es geht Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten soll. Dass er bitten solle. Also das ist die Elberfelder Übersetzung, die ist schwierig zu lesen. Auf jeden Fall meint Apostel Johannes hier, dass es Sünden gibt zum Tod und die nicht zum Tod führen. Und wenn der Mensch nicht zum Tod sündigt, dann soll man für ihn bitten, zu Gott beten, dass Gott ihm Erbarmen zeigt und so weiter. Aber wenn er zum Tod sündigt, dann soll man für ihn nicht mehr bitten. Ja, dann ist es vorbei. Der hat eine bestimmte Grenze überschritten. Ja, die Gnade Gottes hat auch seine Grenzen. Gott liebt die Menschen. Ja. Er will, dass alle gerettet werden. Aber es gibt eine bestimmte Grenze, zum Beispiel wie vor der Sintflut. Da haben die Menschheit hat alle Grenzen überschritten. Und dann hatte die Liebe Gottes irgendwann mal ein Ende. Schluss. Und dann greift die Gerechtigkeit Gottes. Und dann hat Gott die ganze Menschheit vernichtet. Mit der Sintflut. Weil alle Grenzen überschritten waren. Es gab keine Gnade mehr für sie. Es gab nur Gerechtigkeit. Ja. Um euch zu demonstrieren, wie die Feindesliebe während einer Auseinandersetzung praktisch aussehen kann, möchte ich euch eine Geschichte aus dem zweiten Buch Samuel 2,17-23 vorlesen. Zweite Buch Samuel. Das Buch Samuel. 2,17. Zweites Buch Samuel 17 bis 23. Und der Kampf wurde überaus heftig an diesem Tag. Abner und die Männer von Israel wurden von den Knechten Davids geschlagen. Nun waren dort die drei Söhne der Zeruja, Joab, Abischai und Asael. Asael aber war schnell auf seinen Füßen, wie einer der Gazellen, die auf dem Felde leben. Und Asael jagte Abner nach und bog bei der Verfolgung Abners nicht ab, weder zu Rechten noch zu Linken. Da wandte Abner sich um und sagte, bist du es, Asael? Und er sagte, ich bin's. Da sagte Abner zu ihm, bieg ab vom Weg zu Rechten oder zu Linken und greif dir einen von den jungen Männern an und nimm seine Rüstung. Aber Asael wollte nicht von ihm weichen. Da sagte Abner noch einmal zu Asael, weiche von mir, warum soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich mein Gesicht zu deinem Bruder Joab erheben? Aber er weigerte sich zu weichen. Da stieß ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speeres in den Bauch, so dass der Speer hinten herausdrang. Und er fiel dort und starb an eben dieser Stelle. Und es geschah, dass jeder, der an die Stelle kam, wo Asael gefallen war und gestorben war, der blieb stehen und schaute sich wahrscheinlich diese Szenerie an. Ja, so war die Geschichte. So, ihr fragt vielleicht, wo in dieser Geschichte die Feindesliebe zu sehen war. Ja, auf den ersten Blick ist da keine Liebe zu sehen. Aber wenn wir den Text genau betrachten, merken wir, dass Abner den Asael nicht töten wollte. Und dass er alles versucht hatte, um sein Leben zu retten. Er forderte ihn zweimal auf, von der Verfolgung abzulassen.
Er sagte zu ihm, warum soll ich dich zu Boden schlagen? Und wie soll ich dann deinem Bruder in die Augen schauen? Aber Asael hörte nicht auf ihn. Er ließ Abner keine andere Wahl, als den Kampf aufzunehmen. Er täuschte die Flucht vor, dann blieb er plötzlich stehen und schlug Asael mit der stumpfen Seite des Speeres in den Bauch. Ich vermute, dass er Asael einfach nur nokautieren wollte. Aber Asael war zu schnell und auch Abner stand wohl unter Adrenalineinfluss. Daher ist der Schlag zu stark ausgefallen und Asael musste sterben, weil er dummerweise nicht auf das Zureden Abners hören wollte. Und Abner war dabei nicht schuldig an seinem Tod. Das hat er nur sich selbst zu verdanken. Einen anderen Beispiel der Selbstverteidigung können wir in der Apostelgeschichte 23, 6-10 nachlesen. Apostelgeschichte 23. Was ist denn das denn hier? Moment, eine andere Bibel. Irgendwie ist da ein Blatt verschwunden in der Bibel. Okay, Apostelgeschichte 23. Sechs bis 10. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat. Also Paulus war im Gericht und sollte gerichtet werden. Und die Pharisäer und die Sadduzäer waren die Ankläger gegen ihn. Als er erkannt hatte, dass das Sadduzäer und Pharisäer waren, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen und ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. So, also hier können wir sehen, dass Apostel Paulus nicht einfach zugesehen hat, wie man ihn verurteilt, sondern aktive Selbstverteidigungsmaßnahmen ergriff und setzte dabei sogar eine bewährte Kriegslist ein. Er teilte seine Gegner auf, durch dieses Ausrufen teilte er sie auf und hetzte sie aufeinander ein. Er wusste, wo sie miteinander Probleme haben, also nicht einverstanden sind. Und als er das angesprochen hatte, spalteten sie sich und fingen an,
sich gegenseitig zu streiten. Und das ist eine Kriegslied, die heißt Spalte und Herrsche. Dadurch fingen sie an, sich miteinander zu streiten und konnten nicht mehr gemeinsam gegen Apostel Paulus vorgehen. Ja. Also wenn sie einig wären, könnten sie ihn angreifen und beschuldigen und er wäre vielleicht verurteilt. Aber so hat er sie gespaltet und aufeinander aufgehetzt und die haben sich miteinander bekriegt und dann ging Apostel Paulus da frei raus. Also das war eine Verteidigungsstrategie, Maßnahme, was er da ergriffen hat. Er wollte nicht sich einfach verurteilen lassen und fertig. Er hat dagegen gewirkt. Also in der Apostelgeschichte 25,11 betont Apostel Paulus sein Recht auf Verteidigung. 25,11. Habe ich aber Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, weswegen sie mich verklagen, so darf mich ihnen niemand preisgeben. Also wenn ich schuldig wäre, würde ich mich nicht wehren, sagt er. Aber in so einem Fall, wo sie mich unschuldig zum Tode verurteilen wollen, da wehre ich mich. Also da darf keiner mich einfach so denen ausliefern. Da habe ich ein Recht auf Verteidigung. Und dieses Recht werde ich auch nutzen, sagt er. Vollkommen richtig. Das bedeutet, dass ein Unschuldiger nicht einfach getötet werden darf, auch wenn das ein Christ ist. Und das volle Recht auf die Selbstverteidigung besitzt. An dieser Stelle sollte man sich vielleicht auch an den Kampf gegen das Osmanische Reich erinnern. Es ist auch so, dass lange vor den Kreuzzügen die Moslems laufend christliche Gebiete erobert hatten und Terror und Schrecken verbreitet hatten. Sie verwüsteten große Gebiete in Griechenland und Italien. Sie nahmen Spanien ein und versuchten sogar zweimal Wien zu erobern. Und nur durch Waffengewalt war es möglich, sie zu stoppen und zurückzudrängen. Sonst wären wir schon längst Moslems. Und auch während der Reformation musste das Recht der Gläubigen, eine Bibel zu lesen, mit Waffengewalt gegen die katholische Kirche verteidigt werden. Ja, die katholische Kirche wollte nicht zulassen, dass die Menschen die Bibel lesen dürfen, ne? Und die Steuern nicht mehr zahlen. Da ist sie dann kriegerisch vorgegangen gegen die Protestanten. Und die mussten sich verteidigen. Und wenn sie sich nicht verteidigt hätten, dann wären die wahrscheinlich genauso verbrannt wie in Frankreich sie verbrannt wurden und umgebracht wurden. Nur weil sie einfach die Bibel lesen wollten. So, aber zurück zu unserem Text. In Lukas 6,29 Lukas 6,29 Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, sagt Jesus. Ja, wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bitte die andere da, sagt Jesus. Um zu verstehen, was Jesus hier meint, müssen wir wieder zum Alten Testament greifen. Und zwar zu den Sprüchen 12,16. So, ich nehme hier die Übersetzung, hier ist ein bisschen klarer geschrieben.
Nein, ob ich sie da finde. Sprüche. 12,16. Ein Tor zeigt seinen Zorn sofort. Aber wer Schmähung überhört, der ist klug. So, wo ist der Zusammenhang? Jesus sagt, wenn dich jemand auf eine Backe schlägt, biete ihm die andere da. Und hier steht, ein Narr, ein Tor, zeigt sofort seinen Zorn, wenn er angegriffen wird, zum Beispiel geschlagen wird oder beleidigt wird. Aber wer Schmähung überhört, eine Beleidigung, der ist klug. Also wer dabei ruhig bleibt und nicht sofort zurückschlägt, nicht sofort zurückbeleidigt, der ist klug. Er bleibt erstmal ruhig. So, und dann Sprüche 19,11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Ein kluger Mann ist langsam zum Zorn. Er flippt nicht sofort aus, wenn er beleidigt oder geschlagen wird. Erstmal übersieht er das. Und das ist genau das, wovon Jesus da redet. Das ist das Prinzip, wovon er redet. Wenn wir beleidigt werden, geschlagen werden, müssen wir nicht sofort genauso reagieren, nicht auf dieselbe Stufe sich stellen mit diesen Menschen. Wir müssen ruhig und vernünftig bleiben und die Sache erstmal klären. Was ist los? Ja. Hier haben wir also gesehen, dass ein kluger Mann seinen Zorn kontrolliert und nicht sofort zurückschlägt, wenn er angegriffen oder beleidigt wird. Und genau dieses Prinzip meint Jesus auch, wenn er spricht, dass wir die andere Wange hinhalten sollen. Das bedeutet, dass wir nicht sofort aggressiv reagieren sollen, wenn wir beleidigt oder geohrfeigt werden, sondern sich erstmal zusammenreißen sollen und versuchen sollen, die Sache zu klären und vernünftig zu regeln. Damit verhindern wir dann die Aufschaukelung des Konflikts und zeigen, dass wir nicht streitsüchtig sind. Um zu zeigen, wie das praktisch aussieht, möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, wo Jesus selbst genau diese Situation erlebt und wie er dabei handelt. Das können wir in Johannes-Evangelium 18, 22 bis 23 lesen. So. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem Hohenpriester so antworten? Jesus antwortete: Habe ich etwas übel geredet, also etwas Falsches gesagt? So beweise, dass es böse ist. Oder weise nach, was daran schlecht ist, was daran falsch ist. Mit anderen Worten. Habe ich aber das Richtige gesagt? Was schlägst du mich dann? Habe ich aber recht geredet? Was schlägst du mich dann? Ja. Also Jesus wendet hier nicht die andere Wange hin, sondern redet mit ihm. Und zwar vernünftig, versucht seine Vernunft anzusprechen. Jesus also wendet nicht buchstäblich die andere Wange hin, sondern er bleibt ruhig und redet vernünftig auf ihn ein.
Dieses Gleichnis von der anderen Wange hinwenden bedeutet also einfach nur, dass wir nicht sofort aggressiv reagieren sollen, sondern ruhig bleiben sollen und Klasse bewahren sollen. Habe ich etwas Falsches gesagt? So weise es nach, was dabei daran falsch war. Wenn ich aber das Richtige gesagt habe, warum schlägst du mich? Jesus spricht seine Vernunft an. Und jetzt wieder zu unserem Text in Lukas 6,30. So. Wer dich bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Um das richtig zu verstehen, müssen wir wieder zum Alten Testament greifen. Erstmal zu Hiob 6,14. Hiob 6,14. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Das bedeutet, dass wenn jemand in eine wirkliche Not zu uns kommt und wir ihm die Hilfe verweigern, dann werden wir schuldig werden vor Gott. So, und in den Sprüchen 3, 27, 28 lesen wir: Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komme wieder, morgen will ich es dir geben, wenn du es doch hast. Es geht also darum, dass wir den Bedürftigen und Notleidenden helfen sollen, wenn wir dazu in der Lage sind. Wir dürfen ihnen die notwendige Hilfe nicht verweigern und es von ihnen nicht zurückfordern, wenn wir es doch entbehren können und sie es uns nicht zurückzahlen können. Es geht also um die Nächstenliebe. Es geht darum, dass wir Menschen für Gott gewinnen sollen. Das meinte Jesus. Deswegen sollen wir nicht sofort bei jeder Kleinigkeit unser Recht einfordern. Wir sollen geduldig und vernünftig sein und den Menschen die Liebe zeigen, damit sie sehen, dass es etwas Größeres gibt als der übliche Egoismus und Selbstsucht und für Gott gewonnen werden können. Jesus meint hier nicht, dass jeder uns misshandeln darf, so wie es ihm gerade einfällt, und dass wir uns überhaupt nicht verteidigen dürfen. Meint Jesus auch nicht. Wenn die Menschen so bösartig sind, dass keine Geduld und kein vernünftiges Zureden sie von ihrem bösen Vorhaben abbringen kann, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, die sie mit Gewalt von der Ausübung der Verbrechen abhalten sollen. Noch einmal. Wenn die Menschen so bösartig sind, dass keine Geduld, kein vernünftiges Zureden sie von ihrem bösen Vorhaben
abbringen kann, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden, die sie mit Gewalt von der Ausübung der Verbrechen abhalten sollen. Also wenn alle diplomatischen Versuche gescheitert sind, man versucht mit Liebe, mit Geduld, mit Vernunft, aber der Mensch hört nicht drauf. Er ist so in seine Bosheit verfangen, in seine Ignoranz und in seine Aggressivität, dass er nicht drauf hört. Das ist ihm egal. Und der will ein Verbrechen verüben. So. Keine Worte helfen da. Man hat also alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um vernünftig die Sache zu regeln. Und in diesem Fall muss man Gewalt anwenden. Ganz klarer Fall. Deswegen tragen die Polizisten auch Pistolen. Ja, weil es gibt Leute, bei denen keine Worte funktionieren. Geht nicht. Und dann muss man sie halt erschießen. Ja? Oder denen ins Bein schießen. Auf jeden Fall, man muss Gewalt anwenden, um sie zu stoppen. Es ist notwendig, weil die machen ja immer weiter. Die hören nicht auf. Und dann muss man Gewalt anwenden. Wie geschrieben steht in den Sprüchen 20:30. 20:30. Man muss dem Bösen wehren mit harter Strafe und mit ernsten Schlägen, die man fühlt. Also das ist gemeint für diejenigen, bei denen keine Diplomatie irgendwas gebracht hat. Ja. Ja, mit denen man nicht vernünftig reden kann. Und da hilft nichts mehr einfach. Und diese Leute müssen bestraft werden. Ganz klarer Fall. Bei denen gilt dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil sie es einfach anders nicht verstehen. Die müssen spüren, was sie da tun, sonst begreifen sie es nicht. So. Und wie auch der gerechte Hiob sagt, in Hiob 29, 12 bis 17, Hiob 29, 12 bis 17. Denn ich errettete den Armen, der da schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Verlassenen kam über mich. Und ich erfreute das Herz der Witwe. Gerechtigkeit war mein Kleid, das ich anzog, und mein Recht war mir Mantel und Kopfbund. Ich war des blinden Auge und des lahmen Fuß. Ich war ein Vater der Armen, und der Sache des Unbekannten nahm ich mich an. Ich zerbrach die Kinnbacken des Ungerechten und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Er zerbrach die Kinnbacken des Ungerechten und verteidigte die Armen. Ja. Habt ihr das gehört? Er zerbrach die Kinnbacken des Ungerechten. Er war also gewalttätig. Gleichzeitig spricht Gott über Hiob in Hiob 1,8. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Keiner war so gerecht auf Erden wie Hiob, sagt Gott hier. Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Keiner so gerecht, fromm und rechtschaffen und meidet das Böse und gottesfürchtig. So redet Gott über Hiob. Obwohl er gewalttätig war und manchen da Knockout geschlagen hat wohl.
Also bedeutet das, dass Hiob absolut gerecht war, trotzdem, dass er Gewalt angewendet hatte, um die Gerechtigkeit durchsetzen zu können. Noch einmal. Also bedeutet das, dass Hiob absolut gerecht war, trotzdem, dass er Gewalt angewendet hatte, um die Gerechtigkeit durchsetzen zu können. Und eine wichtige Eigenschaft der Gerechtigkeit ist die Tatsache, dass sie sich nicht verändert. Was damals gerecht war, ist also auch heute gerecht. Und wenn es damals als eine schändliche Feigheit galt, ein Verbrechen zu beobachten und nicht einzugreifen, dann ist es auch heute so. Noch einmal. Und wenn es damals als eine schändliche Feigheit galt, ein Verbrechen zu beobachten und nicht einzugreifen, dann ist das auch heute so. Wir sollten genau darüber nachdenken und begreifen, dass die Gerechtigkeit nicht selbstverständlich ist in dieser Welt. Sie braucht Menschen, die dafür kämpfen, die ihr Leben dafür lassen, damit die Gerechtigkeit letztendlich triumphieren kann. Sie wird sich ganz sicher nicht von alleine einstellen. Wenn niemand mehr für die Gerechtigkeit kämpft, dann wird das Böse gewinnen, überall. Möge diese Botschaft angekommen sein in euren Herzen, damit ihr begreift, was zu tun ist, wenn es soweit gekommen ist.